Ich habe mir gedacht, ich verschaffe euch mal einen Überblick, was wir aktuell an Autos dastehen haben. Das ist der Hof von hinten und da haben wir direkt mal 3 Zwölfzylinder. Das ist ein ganz normaler XJ12 hier und hier vorne haben wir dann die Daimler Double Six und der rechte hier, ich kann mich nicht ganz entscheiden, weil das Rot ist schon sehr, sehr schön, aber das Interieur von diesem Daimler Double Six ist besonders schön. Ich habe hier immer den Schlüssel mitgenommen. Ich finde den hammermäßig konfiguriert. Gucken wir mal rein. Der hat ja auch rote Lammfellteppiche. Das ist das, was ich so... Wie kann man ein Auto so genial konfigurieren? Weil er hat ja rote Lammfellteppiche und einen roten Keder hier am Leder. Also wirklich der Hammer. Und gerade mal 100.000 Kilometer aus erster Hand ist der Wagen. Der absolute Oberhammer. Wirklich klasse. Was würdet ihr sagen, gefällt euch besser? Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist das Problem hier. Hier gibt es so viele schöne Autos und wenn man sich für eins entscheiden muss, wird es immer so ein bisschen schwierig. Da tue ich mich auch sehr, sehr schwer. Und eigentlich will man am liebsten mal alles durchprobieren. Das ist das Hauptproblem. Vor einer Weile haben wir ja auch mal gefragt, welchen Wagen müssen wir unbedingt mal im Alltag testen? Und ja, es kam eigentlich raus, dass wir jeden Wagen mal im Alltag testen sollen. Und ganz oben auf der Liste war auch ein XJ S, so wie dieser hier. Und das ist ja ein ganz besonderes Modell, denn ganz klar, hier ist der Zwölfzylinder drin und das ist die Insignia-Ausstattung. Also ganz was Feines. Seht ihr schon am Lack, das ist kein normaler XJS von der Stange, sofern man den XJS überhaupt so betiteln kann. Eigentlich eher nicht. Was verbraucht der? Und das ständige Klischee von, ich kann das Auto im Alltag gar nicht fahren, weil er geht ja immer kaputt und er springt nicht an und sonst irgendwas. Das werden wir hier mit Sicherheit auch sehr gut widerlegen können. Denn wenn wir ein super gutes Auto haben und wir haben einige Zuschauer, die sehr lange schon Jaguar fahren und sagen können, nee, das, was da oft erzählt wird, das ist einfach nicht wahr. Die Autos sind wirklich gut und wer sich ein schlechtes Auto kauft, ja, der hat dann das Nachsehen. Das hier zum Beispiel ist ein X308 als Daimler Super V8, also V8 mit Kompressoraufladung und 363 PS. Den machen wir gerade für einen Kunden fertig. Und dazu gehört natürlich neue Reifeninspektionen, wenn im Innenraum was nicht schön ist. Der Dachhimmel zum Beispiel wird immer mit dazu gemacht. Sitze, Holz, alles Mögliche machen wir, dass die Fahrzeuge so schön sind, dass man sagen könnte, sie sind eigentlich wie neu. So sieht das Ganze dann von innen aus, wenn wir hier am Werk sind. Dachhimmel ist raus, Türverkleidungen sind raus, Sitze, streckenweise auch das Holz, das neu gemacht werden muss. Wenn es Sachen gibt bei den Autos, die kaputt sind, verschlissen, machen wir die neu. Deswegen kann man schön sehen, so sieht ein Auto aus, das gerade vorbereitet wird für die Übergabe an seinen neuen Besitzer. Hier zum Beispiel haben wir 2 Türverkleidungen, einmal hier oben und da unten von dem Wagen, den wir gerade eben gesehen haben. Das Holz ist weg, das wird aufbereitet, da kommt komplett neuer Lack drauf, dass das nicht gerissen, nicht verfärbt ist und aussieht wie neu. Ja, und da ja die Dachhimmel öfter mal oder eigentlich immer den Geist aufgeben, haben wir hier ein paar neue, sogar einmal in Alcantara bezogen. Das auf Wunsch, entweder ganz normal Stoff oder Alcantara, je nachdem wie es gewünscht ist. Dann können wir uns auch einmal in der Werkstatt umsehen. Dieser Wagen wird gerade für eine Messe vorbereitet. Das ist ein ganz toller Lack. Das ist Emerald Green Metallic. Und dieser Lack ändert sich. Es ist ein bisschen staubig hier drin. Wie man hier sehen kann, von grün in blau, also in voller Sonne, ein absoluter Knaller. Also lacktechnisch ist das schon ein ganz großes Kino, wie ich finde. Das ist schon hammermäßig. Den gucken wir uns einmal von innen an. Von hinten auch mal, genau, vorne haben wir ja schon. Ja, Dachhimmel ist schon neu. In Alcantara natürlich, klar, wie es sich gehört. Ja, und das hier ist ein XJ8, den wir für 10.000 € verkauft haben. Der wird jetzt gerade in der Werkstatt auch mal noch fertig gemacht. Da werfen wir mal einen Blick drunter, wie es hier aussieht. Das machen wir in Zukunft in den Videos dann mal öfter, weil ich finde, das ist immer schön zu sehen und ganz interessant. Wie sieht es denn hier unten drunter eigentlich aus? Denn das ist durchaus wichtig. Das hier ist einmal ein teilzerlegter V8-Motor, der für die Seminare benutzt wird, um mal zu veranschaulichen, wie es in so einem Motor aussieht. Denn ab und zu würden hier mal Seminare gegeben für den XK und für den XJ8. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal auf die Webseite schauen. Ich verlinke es euch mal, um was es genau im Seminar geht.
Ja, dementsprechend haben wir hier einmal einen Kompressormotor auf Lager, nochmal einen Kompressormotor auf Lager, hier ebenfalls ein Kompressor V8 auf Lager und ein paar Getriebe. Das ist nur ein Teil von dem, was wir haben an Ersatzteilen. Also ja, wer Probleme hat mit seinem Jaguar und nicht an die Teile rankommt, da können wir meistens behilflich sein. Dieser XJS hier hat einen 12-Zylinder und kam jetzt gerade frisch rein. Braucht etwas Liebe, die er jetzt von uns bekommt, ein bisschen Zuneigung. Wagen wird jetzt gerade mal ausgecheckt, was hier alles gemacht werden muss. Und ja, dann geht er ebenfalls auch in den Verkauf. Ansonsten würde ich sagen, können wir uns hier mal im Showroom mal noch umsehen. Und klar, immer wieder wechselndes Sortiment. Autos werden verkauft, Autos kommen neu rein. Hier stehen eigentlich immer nur die schönsten, die wir haben. Und deswegen können wir hier mal noch eben kurz durchgucken auf Instagram oder YouTube, die Kurzvideos. Und im Endeffekt zeige ich immer mal wieder hier, was neu reingekommen ist. Und deswegen können wir jetzt hier in YouTube-Videos uns der Sache mal etwas länger widmen. Und vielleicht machen wir sogar ein ganzes Format draus, dass wir mal einfach jede Woche mal zeigen, wenn sich was geändert hat, welche Autos hier gerade drin stehen und was so besonders an diesen ist. Das absolute Highlight hier drin ist dieser Wagen. Das ist ein X300 mit einem 12-Zylinder, Daimler Double Six. Der geht jetzt auch demnächst mit auf die Messe. Der ist in einem Uniblau und jetzt passt auf. Führen wir mal hier drauf. Der Wagen hat nur 23.000 Kilometer. So ein Auto gibt es nie mehr wieder. Und deswegen schauen wir uns den einmal von innen an. Leider gibt es kein Geruchsfernsehen. Dieses Auto von innen riecht so gut, da fliegen einem alle Sicherungen raus. Man muss wirklich sagen, das ist so gut, wie es werden kann. Das ist geruchlich sowas von hammermäßig, da wird man süchtig nach. Also wirklich brutal.